Herzlich willkommen bei Next Move. Am Wochenende gab es ein Update für das Tesla Model 3 Made in China und ich kann euch sagen, das Auto hat einen großen Sprung nach vorne gemacht. Wo es schon führend war, das ist die Produktionsqualität dieser Autos. Im Bereich Karosserie gibt es da an den chinesischen Bändern offenbar Arbeitsschritte, die so in den USA gar nicht vorkommen, was die Abdichtung der Karosserie zum Beispiel angeht. Aber das Auto hatte im Bereich Akku 3 Probleme und hat zu vielen Beschwerden von Kunden bei Tesla geführt, bis dahin, dass sogar Autos in nennenswerter Anzahl liegen geblieben sind, weil erstens Ladeleistung allgemein sehr gering, zweitens ein Kälteproblem der Akkus, gerade im Winter war die Ladeleistung sehr gering, oft nur 20, 30, 40, 50 Kilowatt Ladeleistung, das sind Kleinwagenwerte, aber hat nichts mit Langstreckentauglichkeit zu tun. Und drittens, das Batteriemanagement weiß nicht, wann der Akku voll und wann er leer ist und zeigt da manchmal komische Sachen an. Jetzt gab es am Wochenende das Update und ich lade da hinten gerade und kann euch sagen, es hat sich heftig was getan. Über die Hintergründe zum Auto und dem Akku hatten wir in einem Video hier auf dem Kanal berichtet. Schaut gerne noch mal rein. Das Video hat inzwischen über 150.000 Aufrufe. Dort gibt es Ladekurven. Wie verhält sich das Auto bei Kälte? Wie kann ich es vorheizen? Wie viel Grad braucht der Akku, damit er vernünftig lädt? Und wie schaffe ich es auf der Langstrecke, vernünftige Ladeleistung zu bekommen? Schaut gerne noch mal rein. Ich bin unterwegs zum Tesla Supercharger und will versuchen, genau mit 0 anzukommen. 19 Grad draußen Temperatur, Sprung um fast 30 Grad in der Außentemperatur. Aber beim Akku macht das gar nicht so viel gegenüber den vorangegangenen Tests. Damals hatte ich ja das Tesla Model 3 trotz der kalten Außentemperaturen bei der Batterietemperatur zum Start des Ladevorgangs auf Temperaturen von 33, 34 Grad gebracht. Jetzt bin ich ungefähr bei 40 Grad, habe also zu Hause, weil nachts war es kalt, nochmal die Vorklimatisierung im Stand gestartet. Da hat er den Akku sozusagen schon vorgeheizt und jetzt auf der Autobahn habe ich nochmal den Faktencheck gemacht. Der Akku war jetzt ungefähr bei 40 Grad, aber kurz vorm Supercharger hat er nochmal Vorkonditionieren angezeigt. Vorkonditionieren kann natürlich auch Kühlung heißen, aber ich habe es gecheckt, er hat tatsächlich nochmal kurz geheizt. Also 40 Grad scheint offenbar die aktuelle Wohlfühltemperatur zu sein mit dem neuen Software-Update. Und dann bin ich mal gespannt, wie er jetzt zur Sache geht am Supercharger. Unter dem letzten Video haben viele gefragt, warum lade ich denn bei Ionity? Haben wir etwa einen Sponsoring-Vertrag? Nein, haben wir nicht. Wir müssen hier für den Strom zahlen. Da drüben ist der Tesla Supercharger. 2 Gründe gibt es, warum wir da laden. Erstens, hier gibt es mehr Leistung. Der Supercharger hier ist 2. Generation. 150 Kilowatt Leistung. Ich will heute ein bisschen mehr kriegen. Und der zweite Grund, es sind dort 8 Stationen und im Hintergrund sind gerade 4 Teslas eingetroffen, die jeweils an einer Station laden. Und wem es noch nicht aufgefallen ist, die sind nummeriert. Und wenn jetzt noch einer kommt, das heißt, wenn ich da drüben stünde und jetzt noch einer kommt, dann werden an der betreffenden Ladestation, müssen sich die beiden Autos die Ladeleistung teilen. Dann würde ich also aus meiner tollen Ladekurve runtergerissen auf ungefähr 75 Kilowatt. Und das will ich natürlich vermeiden. Bei Ionity ist kein Powersharing, deswegen Ladekurven bei Ionity. Außerdem haben wir noch das Display zum Abgleich. Der Umstand der geteilten Ladeleistung tritt genau jetzt ein, weil nämlich jetzt noch 1, 2, 3, 4 Teslas da stehen. Und Nummer 5 kommt hier gerade eingerollt und jetzt hat irgendjemand die Arschkarte. Und am Supercharger V3, also die neueste Generation mit mehr Ladeleistung, ist es aber anders gelöst. Dort gibt es mehr Power für alle, weil auch die Anschlussleistung insgesamt für den gesamten Ladepark höher ist. Auto frisch angesteckt, wir lassen mal die ersten Prozente durchlaufen und sehen in der Spitze einen Wert von kurzzeitig 168 Kilowatt. Es gab nochmal einen Abbruch hier an der Säule. Das lag aber an der falschen Ladekarte, hat er mich wieder rausgeworfen. Deswegen Neustart bei 2%. Und wir lassen die komplette Ladekurve für euch mitlaufen. Diese schnelle Anfangsleistung hat natürlich so viel nicht zu sagen. Das Entscheidende ist, wie lange hält er die Ladeleistung. Und da waren nach der alten Software auch bei warmem Akku die Werte dann doch sehr stark abfallend und er hat dann über die Breite des Ladevorgangs nur Leistung im Bereich 75, 80 Kilowatt gehalten. Und jetzt sehen wir, dass er lange bis mit 130 kW Ladeleistung ungefähr durchzieht, was dazu führt, dass er ungefähr in der Viertelstunde schon den Akku halb voll gemacht hat. Und das ist natürlich eine deutliche Verbesserung. Und ich glaube, er lädt sogar damit schneller als die Schwestermodelle aus amerikanischer Produktion. Und die 40 Grad Akkutemperatur zu erreichen, sind jetzt bei
frühsommerlichen fast oder frühlingshaften Außentemperaturen auch so schwer nicht. Man muss also mit 20 Grad Akku zu Hause losfahren und dann fährt man eine Weile Autobahn, lässt ihn vorklimatisieren und dann kommt man schon in die Nähe der 40 Grad. Und die hält er dann auch und kriegt also hier vernünftige Ladeleistung. Ladekurve haben wir dann natürlich mit aufgezeichnet und haben sie nochmal ausgewertet und zeigen euch 2 auf 100% die Ladekurve nochmal eingeblendet. Das sind natürlich Werte aus dem Display. Das Batteriemanagementsystem, da können wir jetzt noch keine Aussage treffen, ob das jetzt besser kalibriert und justiert ist. Da gab es ja immer noch Unplausibilitäten in der Anzeige und dass Tesla nicht volle Kapazität freigegeben hat, um ein Liegenbleiben dieser Akkus zu verhindern. 99% immerhin, scheint es aber doch so, dass er jetzt hier komplett auf 100% auch auflädt. Ihr seht, ich war kurzzeitig verwirrt, weil die Ladestandsanzeige um 7% nach oben gesprungen ist und ich habe es nicht richtig mitbekommen. Wir zeigen euch das nochmal in der Einblendungen, in den beiden Werten, Vergleich zwischen internem State of Charge und dem angezeigten Wert für den Kunden. Kurz vor Schluss gab es einen kleinen Sprung nach oben. Und wir hatten in den letzten News noch ein bisschen gewitzelt, was denn nun zuerst Linderung bringt. Entweder das nächste Software-Update bei Tesla oder der Frühling. So ein bisschen ist es beides, aber natürlich ganz klar das Software-Update. Tesla hat gesehen, hier brennt der Baum und hat auch entsprechend krass reagiert, muss man sagen, und hier zu einer deutlichen Verbesserung geführt. Und wer hätte das gedacht, dass Lithium-Eisenphosphat-Akkus diesen Performance-Parametern von Tesla überhaupt gerecht werden können. Und wir sehen auch am Balancing hat sich offenbar was getan. Ich drehe euch nochmal. Er hat jetzt gerade die verbleibende Zeit neu berechnet, ist auf 100%, lädt aber unten noch mit 7 kW. Die 50 Kilowattstunden, die habe ich so auch beim letzten Mal reinbekommen. Das ist also nicht, dass mehr Kapazität freigegeben ist, aber die Anzeige läuft jetzt eben sauber auf 100%. Und das ist ja immerhin schon mal eine Beruhigung für den Nutzer, dass das Auto plausible Werte anzeigt. Beim Schnellladen ging der Akku über 40 Grad und wir hatten Datenblätter von Lithium-Eisenphosphat-Akkus für mobile Anwendungen gesehen, sprich zum Einsatz im Elektroauto, wo die obere Temperaturschwelle mit 45 Grad angegeben war. Das heißt, wenn die Lieblingstemperatur zum Schnellladen schon bei 40 liegt, aber die obere Schwelle bei 45, da hat das Auto einen relativ engen Spielraum, sich darin in diesem Temperaturfenster zu bewegen. Das heißt, das habe ich gleich mal noch mitgetestet und bin mal noch sehr beschwingt über die Autobahn gefahren. Sonntag war nicht viel los, da konnte man also auch mal ein bisschen schneller fahren. Und siehe da, obwohl jetzt nur 15 bis 20 Grad draußen sind, war der Akku voll performancefest. Ich habe keine nennenswerten Leistungseinbußen gehabt, außer vielleicht 3 Punkte oben, konnte aber immer noch problemlos über 200 Kilometer pro Stunde fahren. Und in der Diagnose war ersichtlich, dass ich an der 50 Grad Temperaturgrenze abgeprallt bin. Das heißt, bei der hohen Performance und den aktuellen Außentemperaturen ist das Tesla Model 3 mit dem Standard Range Plus Akku auch performancefest in Bezug auf Überhitzung des Akkus. Das Batteriemanagement hat geschafft, den Kühlkreislauf anzuwerfen, runterzukühlen. Also der Kreislauf war, glaube ich, bei um die 20 Grad. Das reicht schon über die Außentemperatur. Vermutlich lief aber auch die Klimaanlage mit. Gemerkt und gehört hat man nichts im Auto und das Auto hat auch diese Disziplin bestanden. Hier sehen wir nochmal den Verbrauch meiner kleinen Autobahn-Challenge. In der Spitze war er Richtung 38 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, aber drüber habe ich ihn einfach nicht bekommen und das kann er also ab. Wir halten fest nochmal, er kann jetzt schnell laden, er ist performancefest, er zeigt vollgeladen 100% an. Müssen sie nur noch bei der entnehmbaren Reichweite nachbessern, aber es scheint, als würde Tesla hier massiv im Hintergrund arbeiten und Hausaufgaben an diesem Auto erledigen. 0 auf 100% in 50 Minuten, das ist eine deutliche Verbesserung, aber nicht nur das, vor allen Dingen auch im unteren Bereich, dass er die hohe Ladeleistung deutlich länger gehalten hat und ich in einer Viertelstunde hier den Akku quasi halb voll machen konnte. Das ist eine entscheidende Verbesserung. Das zeigt mal wieder, wie Tesla in der Lage ist, zum einen die Kunden als Testfahrer zu missbrauchen, sagen wir mal, und bei Problemen, die sich ergeben, egal wo die Probleme auch liegen, ob die Autos schlecht bremsen, ob sie schlecht heizen oder was auch immer, jederzeit in der gesamten Fahrzeugflotte über Software-Updates zu reagieren.
Und wenn euch sowas interessiert, dann abonniert gerne den Nextmove-Kanal und schaut wieder vorbei im nächsten Testvideo.